Im Diagnosemenü kann man diverse Teile der Elektronik auf Fehler überprüfen. Dafür geht man auf die dritte Seite der Softkeys und drückt auf diesen Button. Hier kann man nun auswählen, für welche Bauteile man das Diagnosemenü öffnen will. Drückt man auf Master, werden alle direkt über den Master-Job-Rechner angesteuerten Bauteile angezeigt. Auf der ersten Seite sind dies in unserem Fall der Radarsensor, der Arbeitsstellungssensor und die Gebläse. Die Radarimpulse werden beim Bewegen der Maschine fortlaufend hochgezählt. Darunter folgt der Wert des Arbeitsstellungssensors. 0 bedeutet, die Maschine ist in Arbeitsstellung, 1 bedeutet, die Maschine ist ausgehoben. Im Falle eines Defekts kann das Kabel des Arbeitsstellungssensors abgezogen werden. Dann ist die Maschine für die Software immer in Arbeitsstellung und muss dann mit dem Hauptschalter manuell aktiviert und deaktiviert werden. Für die Gebläse werden wie beim Radarsensor die Impulse fortlaufend gezählt. Mit dem Pfeil nach rechts kann man auf die nächste Seite wechseln. Hier sieht man die Diagnosedaten eines Dosiermotors. Standardmäßig ist dies der Dosiermotor 1. Mit dem Softkey auf der rechten Seite kann man diesen starten. Die Impulse werden wieder fortlaufend gezählt, während bei der Stromaufnahme der aktuelle Wert angezeigt wird. Des Weiteren wird der Status des Sensors im Dosiergerät und des Füllstandsensors bzw. Tankleermelders angezeigt. 1 steht dabei für leer, 0 für den gefüllten Zustand. Wenn Sie bei leerem Tank einen Gegenstand vor den Sensor halten, sollte dieser umschalten. Im Falle eines Sensordefekts können die Sensoren an der Maschine einfach abgesteckt werden. Dann werden diese immer dauerhaft auf 0 sein und die Software wird keine Fehlermeldungen mehr anzeigen. Zudem werden hier noch einmal die Impulse des Gebläses angezeigt. Danach folgt der Differenzdrucksensor. Dieser sollte im Normalfall 0 anzeigen. Bei einem Drucktank bedeutet das, dass der Druck in der Pneumatik-Hauptleitung gleich ist wie der Druck im Tank. Im Falle eines Druckunterschiedes wird ein Alarm angezeigt und der Wert hier wäre 1. Darunter kann der Abdrehschalter geprüft werden. Wieder gilt, 0 bedeutet aus, 1 bedeutet an. Zum Schluss werden, analog zur vorherigen Seite, noch einmal die Arbeitsstellung und die Radarimpulse angezeigt. Mit dem Pfeil nach rechts gelangt man auf die weiteren Seiten. Hier werden analog zur ersten Seite die Sensoren für den zweiten Dosierer angezeigt. Mit diesem Button wird dementsprechend auch der zweite Dosierer gestartet. Auf der nächsten Seite kann man sämtliche Hydraulikfunktionen manuell und einzeln bedienen. Den Kollisionshinweis unbedingt beachten. Sicherheitsmechanismen, welche im normalen Betrieb Kollisionen verhindern, zum Beispiel bei der Klappung, sind hier nicht mehr aktiv. Mit OK wird der Warnhinweis bestätigt. Drücken Sie dann hier auf einen Button, wird das entsprechende Ventil betätigt. Und die Bewegung kann mit dem Hydrauliksteuergerät des Traktors ausgeführt werden. Es ist auch möglich, mehrere Funktionen gleichzeitig auszuführen. Mithilfe dieses Softkeys können alle Funktionen gleichzeitig wieder deaktiviert werden. Bei dieser Maschine stehen die Symbole für Heben, Senken, Klappen sowie linker und rechter Spuranreißer. Mit dem gebogenen Pfeil oben rechts gelangen wir zurück in die Diagnoseübersicht. Je nach Maschinenkonfiguration können sich zusätzliche Dosierer und weitere Maschinenbestandteile in der Diagnose der Slave-Job-Rechner finden.